Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch mal die verschiedenen Materialien von Flexfolien zeigen und wie die dann übertragen werden und wie die am Schluss aussehen. Heute geht es mehr um die Materialien und nicht um das Design, deshalb habe ich diesen Schritt auch übersprungen. Die meisten Schriften, die ich verwendet habe, sind von FontSquirrel, aber da werde ich euch den Link natürlich reinstellen. Aber jetzt gucken wir uns mal die unterschiedlichen Materialien an. Bei der Cricut ist es so, dass ihr hier eine Anleitung bekommt, wie ihr die verwenden müsst. Das werde ich so befolgen, aber was ich anders gemacht habe, ist Folgendes. Es gibt hier so eine Anleitung, wo ihr drauf seht, wie ihr das Ganze machen müsst. Das heißt, mit welcher Temperatur, ob ihr es kalt, warm abziehen müsst, wie lange ihr da drauf bleiben müsst. Und da habe ich effektiv nicht diese Tabelle genommen, sondern ich habe, da wo ich die Folien bestelle, habe ich effektiv auf der Website einfach geguckt für die entsprechende Folienart, was ich da beachten muss. Also von dem her, guckt einfach euren Hersteller an, was die da sagen dazu und befolgt dann am besten diese Anweisung. Was ich euch anrate, ist effektiv, dass ihr das Ganze nicht auf ein Bügelbrett übertragt, das gepolstert ist, sondern entweder es gibt hier so eine Matte, die man kaufen kann zur Cricut, oder wenn ihr die euch nicht beschaffen wollt, dann geht auch ein zusammengefaltetes Frottiertuch. Auch das geht, aber ich würde wirklich eine von diesen beiden Varianten nehmen. Wenn euer Design größer ist als die Fläche von der Cricut, dann könnt ihr das natürlich dann halt einfach stufenweise machen, aber bei mir sind jetzt eigentlich alle Designs so, dass ich das mit einer Fläche hinbekomme. Bei den Videos, wo ich euch jeweils gezeigt habe, wie ihr Flexfolie übertragt, habe ich immer mit Backpapier gearbeitet. Da Cricut sagt, das braucht es nicht, habe ich darauf verzichtet, außer bei einem Design, nämlich da, wo ich layere. Das heißt, wenn ich die erste Folie aufbringe und dann die Schutzfolie löse, würde hier diese Folie frei liegen und da lege ich effektiv ein Backpapier drauf. Ansonsten lasse ich das weg. Ich werde euch jeweils bei den Designs, die ich mache, natürlich sagen, was für ein Material ich hier verwendet habe, aber da könnt ihr natürlich euer ganz eigenes Design dann machen und die Materialien verwenden, die ihr wollt. Es ging mir einfach darum, euch mal die unterschiedlichen Materialien zu zeigen. Jetzt beim ersten Design, da habe ich mir überlegt, dass ich euch mal zeige, wie ihr ein Layering machen könnt. Ich hatte mal, als wir diesen Hoodie gemacht hatten, das war ein Video, wo ich gezeigt habe, wie ihr Flexfolie übertragen könnt, habe ich ja hier jeweils zwischen den Farben quasi einen Abstand ausgeschnitten. Das ist eine Möglichkeit, dass ihr das Design wirklich so macht, dass ihr ausgeschnittene Ebenen habt und so das wunderbar ineinander reinpasst. Die andere Möglichkeit ist aber effektiv, dass ihr es aufeinander legt. Das heißt, hier dieser schwarze Rahmen wird auf der Leim drauf sein und auch dieses Herz wird hier auf die Leimfolie dann drauf kommen und das wollte ich euch hier mit dem Design zeigen. Vom Material her ist es ganz normal von dieser PS Film Flexfolie und da habe ich einerseits schwarz genommen und das andere ist hier dieses Leim. Bei meinen Gittern, das war alles auch ganz normal. Ich habe das Messer zum Schneiden hatte ich eingestellt auf eine 2. Jetzt vom Übertragen her ist die Folie, sagt mein Anbieter, soll man 150 Grad einstellen auf der Maschine und das für 30 Sekunden draufdrücken mit einem mittleren Druck. Und das ist eine Folie, die warm oder kalt abgezogen werden kann. Das heißt, ihr könnt es entweder komplett abkühlen lassen und dann ziehen oder warm abziehen. Geeignet ist die Folie für Baumwolle, Polyester-Baumwoll-Gemische, ist aber nicht geeignet für silikonbehandelte oder sublimierende Textilien. Waschen könnt ihr das am besten erst 24 Stunden, nachdem ihr es aufgetragen habt. Und die Folie hier, die könnt ihr bei
80 Grad Maximum waschen, keine Chlorbleiche und keine aggressiven chemischen Wirkstoffe. Chemische Reinigung solltet ihr nicht machen, aber Wäschetrockner, das könnt ihr auch da im Wäschetrockner dann trocknen. Vielleicht vom Preis her noch die Flexfolie, also diese PS Film Flexfolie, da wo ich die bestelle, kostet der Laufmeter und das ist eine Breite von 50 cm, der kostet 13,90 Schweizer Franken. Ne? So, jetzt habe ich das Ganze hier schon mal hingelegt und mit der Cricut, eben, ich habe gesagt, ne, wir befolgen die Anleitung, von dem her, ich habe die eingestellt auf 150 Grad, die Zeit auf 30 Sekunden, das hat auch schon aufgewärmt. Das sieht man dadurch, dass dieses C hier grün ist. Und jetzt mache ich es aber so, dass ich zuerst drauf gehe und das kurz 5 Sekunden aufwärmen lasse und da stelle ich jetzt einen Timer nicht ein, da zähle ich einfach runter. Dann gehen wir hier mit dem Design drauf und ich habe effektiv diese Leimfolie ist hier hinten dran, einfach damit ich das von der Platzierung richtig sehe. Diese Höhe. Und jetzt halte ich hier einfach die Folie, die da drauf bleiben soll, halte ich kurz fest und ziehe den Rest weg. Und da gehe ich jetzt einfach nur für kurz 10 Sekunden drauf, damit ich das abziehen kann. Und ihr seht, das hält auch schon. Jetzt gebe ich den Rest des Designs drauf. Und da jetzt hier quasi Folie frei liegt und nicht geschützt ist, lege ich hier ein Packpapier drauf. Und jetzt gehe ich nochmal 30 Sekunden drauf. Mit einem mittleren Druck. Und dann drehe ich das Ganze um und gehe von hinten nochmal 15 Sekunden drauf. Und jetzt kann man die Folie abziehen. Voilà. Fertig ist schon das ganze Design. Das Ganze haftet auch wunderbar drauf. Ich habe bei den anderen Varianten, wo ich Folie immer übertragen habe, habe ich gesagt, ne, wenn ihr die Struktur von diesem Shirt auf der Fläche seht, dann haftet das auch gut und das ist hier effektiv der Fall. Und ihr seht auch dass jetzt die Folie übereinander liegt, die löst sich auch nicht. Man sieht es auch nicht wirklich. Sieht so, als ob das alles auf einer Fläche ist und das ist halt einfach, weil diese Folie so dermaßen dünn ist. Von dem her, das war die erste Variante. Bei dieser zweiten Variante habe ich folgende Folie genommen. Das ist hier diese PS Perfor, wo effektiv schon so kleine Löchchen geschnitten sind. Also die ist wirklich so ein bisschen, also diese Punkte quasi schon vorgeschnitten und dadurch guckt halt einfach das, was die Farbe vom T-Shirt guckt halt wunderbar durch. Ich finde das super süß. Was ihr da beachten müsst, dass ihr ein Design nehmt, was halt etwas dicker ist. Also das wird nicht funktionieren, wenn ihr eine dünne Schrift zum Beispiel habt, weil sonst das nicht mehr erkennbar ist. Bei meinen Gittern war auch so ein bisschen eher, naja, eine kleine Herausforderung, sagen wir mal so, weil man konnte das nicht in einem Zug durchziehen, weil die so gepunktet ist, immer wieder gerissen ist. Von dem her dauert es ein bisschen länger, das zu entgittern, aber der Effekt ist, finde ich, absolut klasse. Geschnitten habe ich das auch mit einer 2. Dann von der Temperatur und von der Länge her sind wir auch bei 150 Grad und auch bei 30 Sekunden und auch mit einem mittleren Druck. Und genau gleich wie bei der vorherigen Folie kann man die warm oder kalt abziehen. Und ist auch für die gleichen Materialien geeignet, das heißt Baumwolle, Polyester, Baumwollgemische und nicht geeignet für silikonbehandelte oder sublimierende Textilien. Waschbarkeit hier
auch erst gerne nach 24 Stunden, nachdem ihr das aufgebracht habt, zum ersten Mal waschen und da mit einer maximalen Temperatur von 60 Grad. Und hier auch wie bei allen anderen keine Chlorbleiche verwenden und auch keine aggressiven chemischen Wirkstoffe. Chemische Reinigung nein und Wäschetrockner wird auch das hier funktionieren. Vom Preis her sind wir da bei 99 Franken pro Laufmeter und die Rolle hat auch eine Breite von 50 cm. Dann machen wir das hier auch wie vorhin, kurz 5 Sekunden aufwärmen, dann das Design platzieren. Ich sag's euch, bei mir ist immer das, was am längsten dauert, ist das Platzieren, weil ich nachher nichts mehr ändern kann. Ich will, dass es wirklich sauber gerade sitzt, die Abstände richtig sind und ungefähr auf der richtigen Höhe ist. Aber so lassen wir das jetzt und jetzt gehe ich da auch wieder 30 Sekunden drauf. Dann drehen wir das noch kurz um und dann nochmal für 15 Sekunden. Und dann können wir hier die Folie auch schon wieder lösen. Da seht ihr jetzt, wie super süß das mit diesen kleinen Pünktchen ist. Und eben nicht weiß, sondern ist halt einfach das, die Farbe von eurem T-Shirt wird dann hier durch diese Löcher durchscheinen. Aber die finde ich wirklich super süß. Man kennt diese gepunktete Folie sonst eigentlich oftmals von den Sportshirts. Da hatte sie ja immer so diese Punkte drin, wenn ihr euch das Muster mal anguckt. Aber so für Babysachen finde ich die auch super süß. Das war das. Für das nächste Design habe ich hier von dieser PS Electric genommen. Und zwar ist es hier dieses Violette. Das heißt, das wird einen Glanz drauf haben. Die habe ich auch geplottet mit einer 2. Bei meinen Gittern gab es nichts Spezielles. Die Zeit hier ist genau gleich wie bei den vorigen 2 Beispielen. Das heißt 30 Sekunden. Auch die Temperatur ist 150 Grad. Und auch der Druck, hier ein mittlerer Druck. Abziehen auch warm oder kalt und ist auch für genau die gleichen Stoffe geeignet wie die vorherige. Auch hier Waschbeständigkeit eben erst nach 24 Stunden, nachdem ihr das gemacht habt, das zum ersten Mal waschen. Und bei der ist es maximal 60 Grad. Und dasselbe gilt eben von wegen Chlorbleiche und aggressive chemische Wirkstoffe sind nicht gut für dieses Design. Chemische Reinigung nein und ihr könnt es auch mit dem Wäschetrockner trocknen. Vom Preis her sind wir hier bei 9,90 Franken pro Laufmeter und die Rolle ist 50 cm breit. Jetzt auch hier zuerst kurz 5 Sekunden aufwärmen, dann das Design aufbringen. Hier ist der Spruch nicht absolut super süß. Ich habe keine Ahnung, von was du redest, ne? So, ich würde sagen, das passt. Und dann 30 Sekunden drauf. Dann drehen wir das Ganze wieder um und machen das von der Rückseite auch nochmal für 5 Sekunden. Dann wieder umdrehen. Dann können wir die Folie hier auch schon lösen. Jetzt hatte ich 2 Stellen, wo ich das Gefühl hatte, das hat es nicht wirklich richtig angenommen. Von dem her lege ich hier die Folie einfach nochmal drauf und gebe dir effektiv von oben nochmal 30 Sekunden. Lieber einmal zu viel, als dass ihr dann ein Design habt, wo sich das nach dem ersten Waschen löst, weil bei all den Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, war es immer so, ich habe noch nie ein Problem gehabt, nach x-mal Waschen, dass sich da irgendwas gelöst hat. Von dem her, guckt wirklich, wenn ihr es macht, dass es, wenn ihr Stellen habt, die sich so ein bisschen anlösen, einfach nur mal drauf gehen. Einfach nicht direkt, sondern dann müsst ihr wirklich diese Deck oder diese Folie nochmal drauflegen und nicht direkt auf die Flexfolie drauf gehen. Ja, besser. Ihr merkt schon beim Abziehen, wenn die irgendwo so ein bisschen
hängen bleibt, dann ist es noch nicht gut. So, und jetzt seht ihr das, was ich meinte. Ist das nicht cool? Also wenn ihr das so gegen das Licht haltet, dann hat die voll den Glanz drauf. Also ich finde die Hammer. Das war dieses Design. Die nächste Folie, die ich habe, das ist so eine Gold mit, also die nennt sich Lens Gold. Ich zeige euch die hier kurz. Das ist diese hier. Das heißt, die glänzt, hat aber noch so eine Musterung drin. Darum nennt sie sich auch Lens Gold. Da habt ihr effektiv auch nur 3 Varianten davon. Und ich habe eben diese goldige genommen. Beim Schneiden habe ich das Messer genau gleich wie bei den anderen, weil es auch eine dünne Folie, habe ich bei 2 eingestellt. In Gittern war absolut nichts Spezielles dabei. Die Temperatur auch bei der sind 150 Grad. Es sind auch 30 Sekunden und mit mittlerem Druck. Ihr könnt die auch warm oder kalt abziehen. Ist für dieselben Materialien geeignet. Hier von der Waschbeständigkeit eben auch erst nach 24 Stunden nach dem Pressen waschen, die bei maximal 60 Grad, da auch keine Chlorbleiche oder aggressive gemischte Wirkstoffe, keine chemische Reinigung und auch die ist für den Wäschetrockner geeignet. Vom Preis her seid ihr hier pro Laufmeter bei 11,90 Franken und auch da ist die Rolle 50 cm breit. Dann wärmen wir das Ganze wieder 5 Sekunden vor. Dann bringe ich das Design hier drauf. So passt es und dann die 30 Sekunden drauf. Danach hier umdrehen und nochmal 15 Sekunden von der Hinterseite. So, die hat sich wunderbar auch abziehen lassen und ihr seht hier diesen Glanz und so ein kleines bisschen auch dieses holographische Muster drin. Quasi die Deluxe-Version, ohne dass es mehr gekostet hat, ne? Bei diesem Design habe ich 2 Folien verwendet. Und zwar ist es eine, die schwarze, ganz normale PS Flexfolie. Und das andere ist hier von der Videoflex Moda, ist es diese Glitter Red oder Glitter Rot Folie. Da habe ich beide mit dem Messer bei 2 eingestellt und ich habe dabei mit Gittern gab es nichts Spezielles dazu. Vielleicht einziger Unterschied ist hier so, diese Folie, da ist diese Klarfolie, die da drüber ist, die klebt effektiv und hier bei denen ist es so, die klebt überhaupt nicht. Das heißt, da müsst ihr dann beim Design aufbringen so ein bisschen gucken, dass euch das dann nicht verrutscht. Von der Zeit her sind beide gleich, das sind beide 30 Sekunden, auch die Temperatur ist gleich und da gucke ich jeweils drauf, dass ich wirklich Sachen verwende, die die gleiche Zeit aufreichen und die gleiche Temperatur. Was der Unterschied hier ist effektiv, dass diese Glitzerfolie kalt abgezogen wird, von dem her, weil das hier oben keine Rolle spielt, die kann ich kalt oder warm abziehen, werde ich beides kurz auskühlen lassen und erst dann abziehen. Geeignet auch für dieselben Materialien wie alle vorher schon, für Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwollgemische, nicht für Silikon behandelt oder sublimierende Textilien. Die Waschbeständigkeit ist hier eben auch erst gerne nach 24 Stunden nach dem Pressen waschen. Aber diese Folie hier, da solltet ihr maximal 40 Grad waschen. Und ihr solltet das Ganze auch auf links drehen, sodass das wirklich innen liegt während der Wäsche. Auch da logischerweise keine Chlorbleiche und keine aggressiven chemischen Wirkstoffe. Chemische Reinigung nein, aber beides geht für den Wäschetrockner. Jetzt heizen wir hier auch die Fläche kurz wieder auf, 5 Sekunden.
Und ich habe es jetzt so gemacht, dass der untere Teil klebt an dieser oberen Folie. Das geht mir dann ein bisschen einfacher, dass es hier wirklich haftet. Bisschen schwierig zu finden, wie gerade, weil beide Schriften nicht wirklich horizontal verlaufen, sondern so ein bisschen wild. Aber ich würde sagen, so passt es. Gut, dann 30 Sekunden. Dann drehe ich das um und gebe auch von der Rückseite nochmal 15 Sekunden. So, und jetzt lasse ich das effektiv zuerst auskühlen. So, jetzt ist das Ganze ausgekühlt. Ziehe ich oben zuerst die Flexfolie ab. Ich merke jetzt gerade, wenn ich das so mache, dass ich wirklich das Gefühl habe, diese Folie, diese ganz normale PS Flex Folie, die lässt sich eigentlich wirklich besser abziehen, wenn die warm ist. Von dem her, ich würde da tendenziell, wenn ihr mit der arbeitet, die warm abziehen. Dann haben wir hier wunderbar diese Glitzerfolie drauf und auch ein super süßes Design. Ich hatte jetzt das Gefühl, ich war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich gut gehaftet hat. Von dem her gehe ich da jetzt einfach nochmal risikomäßig nochmal 30 Sekunden drauf. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es besser, der Fehler passiert bei mir als dann bei euch, ne? Dann haben wir hier gerade Probe aufs Exempel. Yep. Also der Folie hat es nichts gemacht, aber eben ich bin mit dem Backpapier drauf, nicht direkt, ne? Und ich habe das Gefühl, jetzt klebt es auch wirklich super da drauf. Von dem her, beim nächsten Mal, wenn ich das mache, werde ich auf jeden Fall gleich anfangen. Das heißt, beides miteinander logischerweise erhitzen oder draufbringen. Dann werde ich aber das hier oben warm abziehen und das hier unten dann auskühlen lassen und das dann kalt abziehen und dann nochmal 30 Sekunden mit einem Backpapier drüber, um das wirklich noch zu befestigen. Bin gar nicht mehr sicher, ob ich euch den Preis hierfür gesagt habe. Da ist der Laufmeter von dieser Folie hier 9,90 € und die Breite von der Rolle ist 50 cm. Sind wir auch schon beim zweitletzten Material und da habe ich effektiv eine Strickflock oder Flockfolie in zartblau und zwar ist es diese Folie hier. Beim Schneiden, da habe ich effektiv nicht auf eine 2 geschnitten, sondern auf eine 3, weil die schon auch dicker ist. Bei meinen Gittern, da müsst ihr einfach so ein bisschen aufpassen, dass diese Innenteile hier wirklich drauf haften bleiben, weil genau gleich wie bei der Glitzerfolie ist das hier so eine Folie, die nicht klebt. Von dem her da wirklich gut drauf achten, dass diese Innenteile jeweils dran bleiben. Temperatur, hier gehen wir ein bisschen höher, da sind wir bei 165 Grad. Dafür aber die Zeit kürzer, da sind wir nur bei 17 Sekunden. Der Druck mittel drauf und das ist eine Folie, die kalt abgezogen wird. Geeignet ist die für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe, weniger geeignet für beschichtete Textilien. Die Waschbeständigkeit auch hier gerne erst nach 24 Stunden nach dem Pressen waschen. Und die könnt ihr aber bei 60 Grad waschen. Auch dieses Textil da oder auch mit der Folie wäre es gut, wenn ihr das auf links dreht. Keine Chlorbleiche, keine aggressiven chemischen Wirkstoffe. Und bei dem da, ich habe die zwar auch beim selben Anbieter bestellt, aber der Hersteller ist ein anderer. Und da war bei den Informationen nichts dazu, von wegen chemischer Reinigung oder Wäschetrockner. Und von dem her würde ich das sein lassen.
Also das wirklich an der Luft trocknen lassen und nicht chemisch reinigen. Vom Preis her, das ist die teuerste von allen, diese Flockfolie. Da seid ihr beim Laufmeter bei 18,90 Franken und diese Rolle ist auch 50 cm breit. Ich habe das Gerät schon richtig eingestellt. Jetzt müssen wir das hier einfach kurz aufwärmen. Dann das Design drauf bringen. Ich mache es bei jeglichen Shirts immer so, dass ich mich hier so ein bisschen an diesen Abstand orientiere von den Ärmeln und dann halt einfach ich jeweils so ein bisschen einen Schritt zurück und gucke, okay, habe ich das Gefühl, das ist wirklich gerade. Ich würde sagen, das ist hier der Fall. Dann gehen wir drauf. Wie gesagt, habe ich es auf 17 Sekunden eingestellt. Und auch da drehen wir das Ganze kurz um und machen nochmal 15 Sekunden von der Rückseite. Und bevor ich das jetzt abziehe, lasse ich das noch auskühlen. So, das Ganze ist ausgekühlt und dann kann man das auch abziehen. Haften am Stoff tut's gut, aber eben auch diese Folie haftet sehr gut am Stoff, von dem her bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Aber die Haftung vom Material am Shirt, die ist wirklich gut. Jetzt seht ihr auch hier so ein bisschen diesen Effekt. Also es steht hier so ein bisschen auf, dadurch, dass es eine Flockfolie ist super sanft, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber es ist super sanft auch zum Drüberfahren, was ich halt für Babysachen extrem cool finde. Und vom Design her auch mit diesen Blöcken, was man ja viel für Kindersachen bei der Bezug zum Spielzeug eigentlich da ist. Ich finde, das ist richtig cool. Wenn sich da nicht jemand meldet von meinen Freunden und sagt, das will ich, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Jetzt habe ich die Cricut selber schon abgestellt, weil hier ist etwas, da habe ich zwar diese Folie nicht, aber man hat die mitgeliefert gekriegt, als ich das Gerät bestellt habe und ich habe das damals, die Maschine zum ersten Mal auch getestet mit diesem Teststück, was man da kriegt. Ich finde es auch super süß mit diesem Cricut-Logo. Ich wollte euch das einfach zeigen, damit ihr das auch seht. Diese Folie hat der Anbieter, den ich jeweils wähle, hat die auch. Das ist dieses Moda Glitter. Und da seht ihr schon, also ihr hört, also die hat schon richtig Struktur. Und da haben wir effektiv das Thema, dass selbst der Hersteller sagt, wenn ihr das oft verwendet, dann kann das zu einer sehr starken Abnutzung von eurem Schneidermesser führen. Und es ist auch nicht geeignet für sehr feine Designs. Also da wirklich große Designs und eben, ich würde es nicht zu viel machen, weil fürs Schneidermesser ist es echt nicht gut. Dann würde ich bei dem Design das Messer bei 3 einstellen, weil es doch schon eine Stärke hat. Temperaturangabe war bei meinem Anbieter 160 Grad, bei Cricut waren es 165 Grad. Ich habe das auch mit 165 Grad gemacht. Von dem her, aber ich denke, die 5 Grad machen jetzt den Braten auch nicht heiß, ne? Von der Zeit her, auch da habe ich unterschiedliche Angaben. Mein Anbieter für seine Folien sagt, es sind 15 Sekunden, bei Cricut waren es 30 Sekunden. Beide mit einem mittleren Druck und es sagen auch beide, man kann das Ganze warm oder auch kalt abziehen. Und es ist wie alle anderen Materialien für Baumwolle, Polyester, Baumwollgemische geeignet. Nicht für Silikon behandelt oder sublimierende Textilien. Hier habt ihr eine Waschbeständigkeit eben auch nach diesen 24 Stunden bei 40 Grad Maximum. Und auch da logischerweise keine Chlorbleiche oder aggressiv-chemische Wirkstoffe. Keine chemische Reinigung und der Wäschetrockner wird hier auch nicht empfohlen. Und das war eigentlich auch schon alles an Materialien, die ich euch heute vorstellen wollte. Es gibt logischerweise immer noch mehr
Da zum Beispiel diese Brick Glossy Dinger ist jetzt nichts, was ich jetzt wirklich bestellen würde. Von dem her wollte ich das euch jetzt auch nicht unbedingt zeigen oder nur zum Zeigen etwas bestellen. Von dem her, das habe ich außen vor gelassen, aber ansonsten denke ich, habe ich da doch das meiste von dem Angebot abgedeckt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos waren hilfreich für euch. Wenn das der Fall war, dann klickt auch gerne auf den Like-Button unten. Und die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!